Leipzig wählt. Die Oberbürgermeister-Innenwahl bei Mephisto 97,6. Jetzt würde ich mal zum Wahlkampf kommen. Sie sprechen da ja von der Seele von Leipzig. Was meinen Sie damit? Ja, das ist interessant. Also gerade junge Leute, also wie Sie, ich mache ja jetzt keinen Vorwurf, sie kennen diese Seele gar nicht. Also diese Seele oder der Geist von Leipzig, das ist genau das, was sozusagen in den 80er Jahren die Menschen, befähigt hat, diese Revolution durchzuführen. Das ist dieser Geist, die hat, auch wenn die Häuser marode waren, wenn nicht alles in den Geschäften da war. Aber die Leute hatten eine Energie, was zu verändern zu wollen. Und dieser Geist ist verloren gegangen irgendwie, ob das Konsumdenken ist oder weil es alles schöner wird, keine Ahnung, weiß ich nicht. Immer zu Ende denken und nicht auf dem halben Weg oder bei 75% stehen bleiben. Das ist mein Anliegen und das vermisse ich bei den jungen Menschen. Die meinen es gut, aber nicht bis zu Ende. Dieses generationsübergreifende Denken, das fehlt mir. Ich habe auch beim Wahlkampf es öfters gesagt und das können Sie auch ganz einwandfrei nachkontrollieren. Die Stadt Leipzig wurde im Prinzip konzipiert vor rund 150 Jahren. So, und die ganzen Verkehrswege, die ganzen Adern, die ganze Grundstruktur der Stadt wurde von den damaligen Vätern der Stadt konzipiert. Davon profitieren wir immer noch heute, Sie auch, wie alle hier. Es ist aber keiner bereit, für die nächsten 100 Jahre, ich verlange nicht an 150 Jahre, für die nächsten 100 Jahre die Stadt zu entwickeln. Und das ist das, was ich allen sage. Die Stadt ist im Prinzip, es wird nicht für die Zukunft gedacht. Es wird immer nur der Status quo erhalten. Aber der große Wurf, den man Ende des 19. Jahrhunderts gemacht hat und teilweise eben auch nach dem Krieg oder irgendwann, das fehlt mir. Und das versuche ich in die Köpfe reinzubekommen. Aber aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil Leute zu satt sind oder die Gefahr nicht erkennen, kann ich Ihnen nicht beantworten. Die Leute sind momentan nicht bereit, oder wollen diese Information nicht wahrhaben oder nicht aufnehmen. Warum, kann ich Ihnen momentan nicht beantworten. Ich finde es nur erschreckend. Was der Fehler war, der letzten 10, 15 Jahre, man hat vorhandene Lücken, die kriegsbedingt waren oder weil Häuser abgerissen werden mussten aus Sicherheitsgründen, hat man einfach an der gleichen Stelle wieder Häuser hochgezogen. Man hätte aber im Prinzip dann nochmal vielleicht 1, 2 Häuser wegreißen müssen, die auch schon im Verfallsdatum waren und hätte breite Straßen macht, hat auch den Vorteil, sie haben Windschneisen. Ja, aber das ist ja alles Vergangenheit. Wir sind ja jetzt 2020, ja. Wie machen wir es jetzt? Wie gesagt, die Lützner Straße, die Merseburger Straße, die Thurgaustraße, auch die Georg-Schumann-Straße können Sie ohne Probleme immer noch umwandeln, weil die Flächen noch da sind. Die sind so breit, das können Sie machen. Die können Sie mit mir rumlaufen. Wir nehmen ein großes Bandmaß, können wir abmessen, passt. Ich glaube, wunderbar. Aber der Wille muss da sein, für alle Verkehrsteilnehmer paritätisch etwas anzubieten. Sie können nicht eine Gruppe von Menschen bevorzugen und andere benachteiligen. Gerade in der Jahnallee ist es ja ein besonders schwieriger Punkt. Hätten Sie da eine Idee, wie könnte man das lösen? Diese eine Nadel-Jahnallee hätte ich eine Idee. Ist aber wahrscheinlich wahnsinnig teuer. Mein Vorschlag wäre dann, dass man an der Brücke, wo das Wasser noch ist, dort bauen wir einen Tunnel, da fahren die Fahrzeuge rein, dann sprich die Autos, dann ist der Lärm weg und oben fährt die Tram, damit Leute besser einen aussteigen können und die Fahrradfahrer. Die Version würde gehen, das sind ungefähr, grob geschätzt bautechnisch 700, 800 Meter. Würde mich für diese Idee erwärmen wollen. Frage ist, ob der Stadtrat mir das Geld geben würde, aber die Idee würde ich umsetzen wollen. Anderes verkehrspolitisches Thema ist ja momentan 365-Euro-Ticket. Wie sehen Sie das? Sehr kritisch, beziehungsweise ich sage, ich lehne es ab. Weil ich sage, wenn wir jetzt so ein Tram-Ticket einführen würden und die Leute im Prinzip wieder wirklich reingefercht werden, so wie es vielleicht mal aus Bildern aus Japan kennen und so weiter, ich glaube, da ist die Attraktivität des Nahverkehrs schnell dahin. Also erst, was den Leuten anbieten, dann von mir aus, wenn die Leute bereit sind, umzusteigen, dann gibt man dieses Ticket. Aber Sie müssen auch bedenken, das ist alles steuerfinanziert. Es muss ja auch irgendeiner bezahlen. Das heißt, jetzt sind Sie vielleicht Student, da leben Sie vielleicht auf Kosten Ihrer Eltern oder vielleicht haben Sie Nebenjobs. Aber irgendwann muss ja jemand dieses Ticket bezahlen. Sie glauben mir doch nicht ernsthaft, dass ein Ticket pro Tag, 1 Euro, das gesamte Verkehrsnetz von Leipzig unterhält. Also muss das Geld irgendwo herkommen. Also es zahlt der Steuerzahler. So, und das muss man bei solchen Konzepten immer im Hintergrund behalten, weil Geld wird nicht einfach gedruckt. Deswegen der Vorschlag, wenn das Angebot da ist, die Leute auch bereit sind, ja, dann kann man es machen. Aber es ist vielleicht auch so, dass man sagt, was nichts kostet, ist nichts wert. So, und symbolisch 1 Euro zu verlangen, das erinnert mich so ein bisschen an vergangene Zeiten. Ich denke mal, wenn man den Preis bei 2 Euro, 2,50 Euro hat für den ganzen Tag oder irgendwas in der Richtung, wo wenigstens eine gewisse Deckungssumme durch die Nutzer eingespielt wird für die LVB, halte ich für realistisch.
Aber einfach so mal, wir drücken mal Geld oder irgendwo kommt es schon her, das Geld und sowas, Fördertöpfe. Ja, aber Fördertöpfe sind auch Steuern. Das muss man im Hinterkopf haben. Dann gehen wir nochmal zum anderen Thema, zum letzten Thema. Wie kann Leipzig umweltfreundlicher werden? Durch mein Verkehrskonzept, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Anders sehe ich keinen Sinn. Also, nö. Durch mein Verkehrskonzept. Und wieder, denken Sie daran, ich habe vorhin gesagt, auf diesen Straßen, auf diesem Breitenstand stehen auch Bäume. Wobei ich einen Wechsel machen würde zwischen Laubbaum und Nadelbaum, hat einen doppelten Effekt. Ein Laubbaum kann im Winter keine Photosynthese machen, aber Nadelbaum ein bisschen. Kohleausstieg für Leipzig? Nein, in jetziger Form auf keinen Fall. Ich weiß nicht, könnten Sie sich vorstellen, ohne Leipziger Seenland zu leben? Ja, also ich nicht. Ich bin so froh, dass wir diese, ich habe früher nur schwimmen können, mehr oder weniger in dem Kanal, der künstlich, also den Elster-Saale-Kanal. Dann gab es den Baggersee in Thekla, das war auch ein ehemaliger Baggersee, deswegen heißt der Bagger. Dann gab es den Kulpwitzer See, war auch ein ehemaliger See. Leipzig hatte keine Seen. Die ganze Seenlandschaft im Norden und Süden haben wir der Kohle zu verdanken. Ja, verdanken, also das ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Wir machen ja keine Kohlegruben, um dann nachher Seen zu haben. Wir machen ja Kohlegruben, um Energie zu haben. Und das Problem dabei ist ja der hohe CO2-Ausstoß. Naja, sagen wir so, erstens müssen Sie bedenken, wie viele Leute Sie jetzt innerhalb kürzester Zeit wie in den 90er Jahren in die Arbeitslosigkeit schicken. Das sind Familien verbrochen, das sind ganze Generationen in eine blöde Situation geraten. Punkt 1. Schrittweise ja, aber nicht abrupt. Das Zweite ist, wenn mal keine Sonne ist und kein Windrad sich dreht, wo kommt der Strom her? Atomstrom aus Frankreich oder Kohlestrom aus schlesische Kohle aus Polen? So. Also Sie müssen überlegen, was wollen Sie? Wollen Sie jetzt hier was deindustrialisieren? Und wenn Sie dann plötzlich sagen, Mensch, wir haben keinen Strom, kaufen Sie da Atomstrom und da Kohlestrom. Also da muss man eben wieder, deswegen meine ich, bis zu Ende denken. Generationsübergreifendes Denken. Wenn Sie jetzt abrupt was zu Ende machen, dann zerstören Sie wieder Familien und irgendwas in der Richtung. Also Sie dürfen nicht so egoistisch denken. Sie müssen das in Generationen denken und dann klappt es auch. Der Ausstieg wird kommen. Das ist klar. Aber nicht von heute auf morgen. Immer vernünftig, bedacht, durchdacht, zu Ende gedacht und dann Schritt für Schritt umgesetzt. So wird ein Schuh draus. Klar.